Digitalpianos für Einsteiger, der E-Piano-Test. Wir schauen uns das neue Kawai CA401 an, welches das CA49 ablöst. Beim Preis von knapp 2.200 € ist das so der Einstieg, der gehobene Einstieg in die Mittelklasse, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was du dann auch sagen wirst, ob es für den Klavierunterricht geeignet ist. Aber vielleicht hören wir erst mal rein. Genau. Sehr schöner Sound. Wieder mal. Super schön. Da wären wir, glaube ich, auch bei dem ersten Punkt, in welchem das kleinste Modell vom größten profitiert. Hier ist nämlich auch dieser neue Sound drin, dieser Competition Grand. Ja, also man merkt, Kawai hat da wieder ein bisschen nachgelegt und ein bisschen nachgebessert beim Sound. Es ist die Tastatur, der Klang reagiert, finde ich, noch ein bisschen dynamischer. Also man hat so eine ganz feine Abstufung und Da steckt auch richtig was dahinter, ne? Ja. So richtig Dynamik und drin. macht total Spaß zu spielen und es ist ein total angenehmes Klanggefühl und ich würde schon sagen, dass sich da einiges getan hat. Ja. Ja. Wir können ja vielleicht gleich noch mal beim Thema Tastatur einsteigen. Ich habe wie immer ein Tastaturmodell mitgebracht. Kleinen Moment, das habe ich hier schon hingestellt. So, da haben wir nämlich, das muss man ja mal zeigen, so eine richtige, also das ist gemeint, wenn ich sage echte Holztasten. Das ist wirklich hier so eine Tastatur, wie man die auch in einem Klavier findet, eine wirklich massive Holztastatur, die hier über den Waagebaltenstift geführt wird. Und darüber befindet sich die Hammermechanik, die dann eben hier anschlägt. Die erzeugt dann nicht den Ton unbedingt, aber die ist für das Spielgefühl gedacht. So bei anderen Pianos in dieser Klasse, wenn da Holztastatur dran steht, dann ist das meistens ein Hybrid. Das ist eine herkömmliche Tastatur, wo eben dieser Hammer nach unten gefaltet ist und die Taste hat hier vorne in diesem Bereich so Holzelemente verbaut. Aber es ist eigentlich eine herkömmliche Tastatur. Muss nicht heißen, dass die schlecht sich spielt, sondern gibt es auch sehr gute. Aber das ist eben so the real thing, würde ich mal sagen. Und ja, was ist dein Eindruck von der Tastatur? Tastatur, sehr gut. Repetiert sehr gut. Also der Ton kommt gut zurück. Also sehr präzise vom Spielgefühl und auch hier würde ich sagen, hat sich da doch irgendwie auch noch mal irgendwie einiges getan. Wir kennen es ja schon aus dem Top-Modell, ja. Da war ich ja schon angetan und jetzt natürlich, dass man da jetzt einige Features jetzt noch mal runterzieht in den Einstieg von der CA-Serie, muss ich sagen, ist beachtlich. Ja. Also dazu muss man sagen, das ist nicht die gleiche Tastatur wie bei dem Top-Modell, die ist noch mal größer skaliert. Ja. Diese hier ist etwas, die nennt sich auch Kompakt, Grand Feel Compact heißt die. Und ja, aber vom Spielgefühl her in dieser Preisklasse ist das schon mal echt eine Nummer. Ne? Also ich weiß, dass bei dem Top-Modell hatte ich ja gesagt, dass die Tastatur etwas schwerer geworden ist zum Vorgänger CA99. Und hier ist es so, es ist ein bisschen anders als im CA901. Aber es ist ein bisschen... Ich würde sagen, es ist eigentlich perfekt von der Gewichtung jetzt. Ja, also für Einsteiger. Ist nicht zu schwer, ne? Nicht zu schwer. Und also es ist eigentlich, der Einstieg ist sehr angenehm. Dann hat man noch mal was verbessert, nämlich die Geräuschentwicklung von so einer Tastatur. Das bemängeln ja viele oder viele Anfänger stoßen darauf, die macht ja Geräusche. Wie kann das denn sein? Natürlich, habe ich ja eben gezeigt, da bewegen sich ja wirklich so Hämmer, die irgendwo anschlagen. Natürlich macht das Geräusche, aber die haben da noch mal mehr rausgeholt. Die haben also diese Geräuschentwicklung noch mal ein bisschen mehr abgedämpft. Also es spielt sich wahrscheinlich auch ein bisschen komfortabler. Vielleicht ist das der Eindruck bei dir. Also ich muss sagen, jetzt Geräuschentwicklung habe ich jetzt so gar nicht wahrgenommen. Ich auch nicht. Also das ist ja normal, dass eine Tastatur auch Geräusche macht.
Also man hat minimale Tastengeräusche, aber man muss sagen, dass man Ja. die natürlich an einem akustischen Piano auch in gewisser Weise minimal hier und da hat, je nachdem, welche Qualität man natürlich hat. Ne? Aber ich würde sagen, damit kann man schon leben. Ja. Ja, ja, es wird ja sogar dieses Tastaturgeräusch, das nennt sich hier Fallback Noise. Das ist ein Klangdetail, der wird sogar in der Elektronik simuliert, Ja. damit man das eben auch wahrnimmt, weil es Ja. ein Teil des Klavierklangs ist. Ja. Das ist vielen nicht klar. Aber egal, lass uns jetzt gleich zu den Klavierklängen kommen. Das Competition Grand haben wir schon angespielt. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Vom Attack her finde ich sehr gut, sehr sauber und dann trotzdem trägt der sehr schön. Ja. Und dann nehmen wir gleich hier diese App. Piano Remote heißt die. Die gibt es für iOS und Android-Geräte. Damit kann man das Piano sehr schön komfortabel bedienen. Das kann man auch hier alles einstellen am Display, aber das ist natürlich noch viel, viel schöner so. Und dann lass uns doch noch mal die anderen Sounds anhören. Hier haben wir das EX Concert Grand. Hört man gleich einen Unterschied? Total. Also viel voluminöser und Ja, hat andere Höhen auch. ja. Könnte man so Pop und Rock gut spielen sogar. Ja, Also cool, so ja. Elton John Songs oder so. Ja, das stimmt. Würde, ja. glaube ich, ganz gut ja, passen. Ja, das stimmt, ja. Ja. Dann haben wir noch ein Upright Piano. Ah, ja. Klasse. Auch überzeugend, absolut. Und vor allem nicht zu viel Upright. Also es ist Ja, kein schräger Otto. Ja, das waren die akustischen Klaviere, also 3 unabhängige Sounds, also wirklich authentische Sounds, die sich im Charakter unterscheiden. Sehr unterschiedlich, Das finde ich ja. gut. Also es ist nicht irgendwie so ein Sample, das dann mit EQs geändert wird, Ja. sondern es gibt wirklich 3 unterschiedliche Klavierklänge. Finde ich schon mal sehr gut. Der Klassiktest. Ich sage es immer wieder dazu, ich bin kein Klassik-Experte, nutze aber bestimmte Klassikpassagen zum Testen von Pianos, weil die eignen sich tatsächlich sehr gut, um bestimmte Ausdrucksmöglichkeiten der Sounds rauszuspielen. Und das sind Diabelli-Variationen. Einmal den Diabelli-Walzer und dann eben noch eine Variation von Schubert, die etwas getragener gespielt wird. Also erstmal den ersten Walzer. Finde ich, ja, wie zu erwarten. Bei diesem Competition Grand klingt das einfach super und man kann wirklich diese Passagen rausarbeiten, diese Dynamik. Also diese Abstufung kann man wirklich sehr, sehr gut machen. Die zweite Variation von Schubert, die wird getragener gespielt, die klingt dann so. Das geht sehr, sehr schön. Man kann auch wirklich dieses Pianissimo vorbereiten auf der Tastatur. ja. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Also fehlt nur noch was Lautes, mal was wirklich kräftig im Pedal gespielt ist. Ich würde sagen, da klingt jedes Digitalpiano heute gut. Also gerade so kräftig gespielte Sachen. Mich interessieren dann immer so, wenn man etwas mit wenigen Tönen spielt, wie zum Beispiel sowas. Also da ist es schon wichtig, dass auch diese ganzen Resonanzen funktionieren. Und das ist hier auch sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen, bei Kawai-Pianos. Die haben eben diesen Virtual Technician, da kann man auf diese ganzen Eigenschaften nämlich Einfluss nehmen. Also Seitenresonanzen, eben hatte ich es gesagt, Fallback Noise, all diese Dinge, die kann man wirklich auch einstellen und hat auch Profile, wo man eben so die Charakteristik von dem Sound auch ändern kann.
Und das ist wirklich einzigartig. Mit dem Voicing kannst du den Sound eben perkussiver gestalten oder eher mellow. Also ist schön für Neoklassik-Sachen zum Beispiel. Das kann man alles mit diesen Sounds machen. Dieses Klangpotenzial steckt in jedem einzelnen Pianoklang. Und ja, lass uns einfach ein paar mehr Sounds hören. So, schauen wir uns die anderen Sounds kurz an. Das kann man auch alles über die App steuern. Da haben wir eine lange Liste. Es sind insgesamt 29 Sounds, glaube ich, irgendwie so um die 30 Sounds. Und da fangen wir ja ganz klassisch mit dem Tine Electric Piano, mit dem E-Piano an. Schön glockig. Modern Electric Piano. Typischer DX7 FM Piano Sound. Ja, das wären die beiden E-Pianos. Dann haben wir Jazz Organ, Church Organ, Harpsichord. Gut, klassische Standardware. Aber das sind so die Standard-Sounds, die man hat. String Ensemble, Slow Strings, Choir und New Age Pad. Ich habe aber noch eine andere Funktion gefunden, Dual nämlich. Da kann man zwei Klänge übereinander legen. Und dann nehmen wir doch jetzt einfach mal ein akustisches Klavier, Competition Grand, und als Dual-Sound nehmen wir sind schon die Strings eingestellt. Ist schon alles da. Okay. Ach, ganz feierlich mit Chor. Das ist auch ganz schön. Sounds klingt schon gut. Ja. Aber gut, das ist, damit kann man schön experimentieren und das ist auch für Spielspaß. Aber ich denke, am wichtigsten sind die akustischen Klaviere. Und hat das schon gewonnen bei mir. Auf jeden Fall. Wirklich alles das, was man da so braucht. Ein sehr, sehr schöner, dieser Competition Grand, der ist auch hier wirklich gelungen. Also gefällt mir echt gut. Also wenn der beim Topmodell nochmal andere Leistungsmerkmale hat. Die Klangerzeugung ist anders. Das ist eben dieses SKEX Rendering. Das haben das CA 701 und 901. Das haben wir hier nicht, aber trotzdem, der Grundsound stimmt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und ja, man hat hier Bluetooth, MIDI, man kann diese App drahtlos anschließen. Man kann auch USB-MIDI hat man auch und kann das an den Computer anschließen. Die ganzen Digital-Piano-Funktionen, ich glaube, da müssen wir nicht im Einzelnen drauf eingehen. Es gibt Metronom, es gibt Transpose und all diese Dinge. Alles da. Also Resümee, also für mich ist das ein 1A-Einsteigermodell, für den, wie gesagt, gehobenen Einstieg natürlich. Das ist für Fortgeschrittene, das kannst du wahrscheinlich sehr gut bestätigen, durchaus geeignet. Und ist noch in einem Preisrahmen, wo man noch mitleben kann. Also ein bisschen mehr als 2.000 € ist, finde ich, ein mehr als gerechtfertigter Preis. Also kann man eigentlich sagen, ein guter Preis. Und das Gesamtpaket ist natürlich super mit der App, mit allem drum und dran. Die Tastatur, der Klang, da kann man eigentlich kaum was Negatives sagen. Ja, da kann man nicht meckern. Ja. Sehr gute Sache.